Zu Gast jetzt Nico Lange, er ist Sicherheitsexperte und Politikberater. Herr Lange, ich grüße Sie ganz herzlich hier im Studio. Guten Tag. Ich möchte gerne auf etwas eingehen, was im Beitrag auch gerade vorkommt. Die Sorge, dass Trump zu wenig wirklich die Interessen der Ukraine auch im Hinterkopf behält, sondern es hauptsächlich darum geht, jetzt einfach Ruhe zu schaffen und die Interessen der Ukraine dann nicht zu 100%, vielleicht noch nicht mal zu 50% erfüllt werden könnten. Sehen Sie diese Sorge auch? Ja, und ich sehe nicht mal die Chance, dass Ruhe geschaffen wird, wie Sie das sagen, weil der Putin bisher überhaupt keine Bereitschaft erkennen lässt, Waffenstillstand oder Frieden anzustreben. Er sagt, ich will die ganze Ukraine kontrollieren, und er stellt unerfüllbare Bedingungen, sodass für mich die Frage ist, wird Trump nach diesem Telefonat eigentlich Putin unter Druck setzen oder versuchen, die Ukraine weiter unter Druck zu setzen? Das kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Aber werten Sie es erstmals einen diplomatischen Erfolg, dass dieses Telefonat stattfindet und dass Trump hier so rigoros in die Verhandlungen geht? Naja, der deutsche Bundeskanzler, der französische Präsident, der UN-Generalsekretär, viele andere haben ja immer wieder mit Putin gesprochen und telefoniert. Es ist ja ein Irrtum zu denken, es würde nicht gesprochen werden. Man muss nur hinhören, was die Russen sagen. Und die Russen sagen, wir wollen die 4 Gebiete, die wir auf dem Papier annektiert haben, auch die Städte, die gar nicht erobert worden sind, das müssen die Ukrainer uns übergeben, damit wir überhaupt über irgendwas reden. Das sind ja unannehmbare Bedingungen, die in der Kapitulation gleich kommen. Mal sehen, ob Putin Trump morgen was anderes sagt, aber ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Sprechen wir noch mal detaillierter über diese Bedingungen. Was Putin möchte und glaubt, was ihm zusteht, das wissen wir. Wie weit ist die Ukraine denn bereit zu gehen? Wo sind denn die roten Linien des Landes, was angegriffen wurde? Naja, aufgeben kann die Ukraine auch alleine. Dafür braucht sie ja Donald Trump nicht. Und die rote Linie ist die Existenz der Ukraine als souveräner Staat, der selbst entscheidet, wie und wo, in welchem Bündnis er leben will und in dem die Menschen, die dort leben in der Ukraine, eine Zukunft haben. Und genau das will Putin ja nicht. Insofern ist es schwierig, da zu sagen, oh, die Ukraine kann sich noch bewegen. Man wird da jetzt nicht Großstädte in der Ukraine den Russen übergeben und sagen, so, das ist jetzt Russland, damit es irgendwie Frieden gibt. Putin will die Existenz der Ukraine beenden. Deswegen hat er ja diesen Krieg begonnen und er ist bisher von seinen Maximalzielen gar nicht abgewichen. Die Frage für mich ist, wird Trump ihn dazu bringen, von diesen Zielen abzuweichen, oder wird er versuchen, die Ukraine zum Aufgeben zu drängen? Sollte es aber irgendeinen ganz schwachen Schimmer von einer möglichen Einigung am Horizont ergeben, lassen Sie uns doch einmal über die Sicherheitsgarantien sprechen. Wie soll es denn dann danach weitergehen? Trump hat kein Geheimnis daraus gemacht, dass er glaubt, wenn er einen Waffenstillstand erreicht, dass dieser dann durch die Europäer abgesichert werden muss. Also die EU-Staaten, Großbritannien, das sind die entscheidenden Akteure. Keir Starmer hat ja da auch die Initiative übernommen, und es gibt eine Koalition der Willigen aus europäischen Staaten, die sagt, wir würden da Verantwortung übernehmen. Aber wir brauchen dafür ein amerikanisches Backup, weil es bestimmte militärische Fähigkeiten gibt, die nur die Amerikaner haben. Und da ist die Frage, ist Trump zu so einem Backup bereit? Was werden die Kosten dafür sein? Wird das vielleicht mit anderen Dingen gemeinsam, Energie, Digitalregulierung, andere Fragen verhandelt? Das ist bisher unklar. Ich habe keinen Zweifel daran, dass ein Waffenstillstand am Ende in sehr großem Umfang durch die Europäer abgesichert werden muss. Wie denn sonst? Die Ukraine ist in Europa. Nico Lange, Sicherheitsexperte, vielen Dank für dieses Gespräch und die Einordnung. Vielleicht wird es doch irgendeine Art von Hoffnung auf Frieden irgendwann geben. Dankeschön. Na, wir sollten nicht nur hoffen, wir sollten was tun. Dankeschön.